In dieser Folge seht ihr. Es war einfach so ein Gefühl, ich will sie unbedingt cosplayen. Eine Smarty-Packung habe ich da drin. Die meisten Cosplayer haben ja nichts dagegen, ein Foto zu machen. Wir finden es immer nur höflicher und respektvoller, wenn man vorher fragt. Okay, los geht's! Ich bin Kiyomi, ich bin 22 Jahre alt und ich cosplaye heute Jinx aus Arcane bzw. aus dem Spiel League of Legends. Ja, warum Jinx? Also zunächst mal war es mein Main-Charakter, als ich immer League of Legends gespielt habe. Wobei ich mich da noch nicht so ganz verbunden zu dem Charakter gefühlt habe. Aber nachdem die Arcane-Serie rausgekommen ist, habe ich mich sehr in den Charakter verliebt. Es war einfach so ein Gefühl, ich will sie unbedingt cosplayen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich liebe den Charakter, ich liebe das Design und ich will auch unbedingt meine Fähigkeit, Props zu bauen, unbedingt freien Lauf lassen. Und darum habe ich gesagt, das ist jetzt so ein Cosplay, was ich unbedingt machen möchte, und dann habe ich es umgesetzt. Also angefangen mit Cosplay hat das alles vor ungefähr 2,5 Jahren, wo ich auf meiner ersten Convention war. Was mich dazu bewegt hat, war, dass ich mit Freunden einfach schon immer gerne Animes geschaut habe. Und irgendwann haben wir gesagt, wir wollen es einfach mal ausprobieren und sind dann gleich zur größten Convention überhaupt hingefahren. Ich habe so viele Leute kennengelernt und mit Freunden so viel Spaß dort gehabt, dass ich gesagt habe, das möchte ich einfach in meinem Leben nicht mehr missen. Und seitdem mache ich das jetzt einfach weiter. Für meine Cosplays gibt es mehrere Kriterien. Mein erstes Kriterium ist tatsächlich, dass ich diesen Charakter einfach mögen muss. Also es muss ein Charakter sein, der auch von der Persönlichkeit zu mir passt. Und wo ich dann auch sage, das ist so ein Gefühl, dass ich sage, den kann ich verkörpern, wie ich den dann darstellen wollen würde. Danach habe ich aber noch Kriterien wie zum Beispiel, ob das Aussehen passt. Wenn zum Beispiel sage, dieser Charakter ist eigentlich zu klein für mich und so wichtig ist er mir dann doch nicht, würde ich es zum Beispiel nicht nehmen. Die zweite Kriterium, wo ich das sagen würde, vor allem sind meistens meine Charaktere etwas verrückter, frecher. Vor allem vom Design her auch sehr kunterbunt. Ich habe jetzt zum Beispiel Jinx oder Sukuna, der ist auch ein bisschen verrückt. Okay, ich habe auch mal Pochita gemacht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verrückt nennen kann. Das ist so ein Dämon, aber ich finde, der passt da schon ein bisschen rein. Wenn ich so Gruppencosplays mache, ist das wieder was ganz anderes. Da gucke ich mehr darauf, dass es mit der Gruppe zusammenpasst. Und dann nehme ich da auch dann gerne mal so welche Charaktere, die ich dann erst im Nachhinein recherchiere und vorher schon sage, ja, mache ich einfach. Mein schönstes Cosplay-Erlebnis war auf einer Convention, auf der Dokumi. Da war so ein Punkt an einem Tag, wo ich zwar extrem aufgeregt war und es irgendwie auch ein bisschen stressig war. Ich war als Jinx auf der Convention und durfte einen K-Pop-Tanz vorführen. Und da habe ich KDA genommen, weil es halt zu League of Legends passt. Gerade wenn Cosplay, Charaktere und mein Hobby zum Tanzen sich so vereint und ich dann einfach mit der Musik mitmachen kann, ist das wirklich ein wunderschöner Moment. Auch wenn es vorher immer ein bisschen stressig ist und man ist aufgeregt, man tritt jetzt vor so vielen Leuten auf. Aber sobald man dann oben steht und es gemacht hat und dann auch so viel tollen Feedback von vielen Leuten bekommt, ist das wirklich ein sehr schönes Gefühl. Ja. Wie ich zu meinen Cosplays immer komme, ist bislang, dass ich die meisten kaufe, weil ich noch keine Nähmaschine habe. Aber ich habe tatsächlich mir jetzt so eine 20 € Handnähmaschine gekauft. Die Wigs kaufe ich auch alle meistens ungestylt, das heißt, die mache ich von Grund auf halt, die style ich komplett selbst. Und so kleine Details, also von einem Cosplay, das dann ankommt, das passt halt meistens nicht. Das muss man umnähen, da muss man vielleicht Details noch ändern oder hinzufügen. Das sind dann so Sachen, die ich dann noch dazu mache. Im Nachhinein mache ich immer mehr selbst, so dass ich da so ein bisschen reinkomme. Das Zubehör, so die Waffen, die Props, baue ich alle selber. Da habe ich zum Beispiel die kleine Handwaffe von Jinx vor ca. 2,5 Jahren selbst gebaut. Aus vielen Gerümpel, was man halt zu Hause so liegen hat. So eine Smarty-Packung habe ich da drin. Also da kann man wirklich alles nehmen, solange man Kleber und viel Fantasie hat.
Fishbones ist jetzt mein neuestes Projekt. Das habe ich in den letzten 4 Tagen so zusammengebastelt in ein bisschen Eile, weil ich es fertig haben wollte bis heute. Ich habe es größtenteils nur mit Schaumstoff, also Foam, gebastelt, beziehungsweise das innere Rohr, damit es halt ein bisschen Stabilität hat, war ein PVC-Rohr. Zusätzlich habe ich dann auch zum ersten Mal ein bisschen mit LEDs und ein bisschen Licht experimentiert und ja, dann ist Fishbones entstanden. Was ich noch gebaut habe, ist so kleine Sachen wie für Pochita hatte ich eine Kettensägenhorn, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das habe ich zum Beispiel mit Magneten mit meiner Wig befestigt, damit die Wig auch ohne Prop die ganze Zeit funktionieren kann, dass es nicht so permanent so zusammen ist zum Beispiel. Solange man Ideen hat, kann man immer ein bisschen schauen, wie man das machen möchte. Und es gibt in der Cosplay-Community so viele Leute, die inzwischen sehr viel Erfahrung haben und Ahnung, die einem immer gerne unterstützen und helfen. Zumindest habe ich die immer erhalten. Cosplay für mich ist vor allem eine große Community, wo ich mich extrem wohl drin fühle, wo ich viele Leute viele neue Leute vor allem auch immer kennenlerne und man meistens wirklich immer freundlich aufgenommen wird. Dass es halt dann noch Kreativität ist und alle meine Hobbys da so ein bisschen zusammenfließen, ist dann noch so der Bonus. Wie man Cosplay begegnen sollte, ist vor allem respektvoll. Zum Beispiel, man sollte nicht einfach Fotos ungefragt machen oder einfach irgendwelche Properties oder die Wigs einfach berühren. Die meisten Cosplayer haben ja nichts dagegen, ein Foto zu machen. Wir finden es immer nur höflicher und respektvoller, wenn man vorher fragt und nicht einfach, während wir gerade essen oder so halb schon am Ende des Tages so nicht mehr im Cosplay sind, weil wir jetzt die Schuhe gewechselt haben oder die Wig einfach nicht mehr gut gesessen hat und die nicht mehr drauf sitzt. Das ist einfach ein bisschen respektlos, wenn man dann ungefragt die Fotos schießt. Wenn man gerade mit Cosplay neu anfangen möchte, würde ich meistens raten, erstmal klein zu beginnen und sich dann reinzufühlen, weil man wird recht schnell merken, dass die Cosplay-Community eigentlich sehr supportive und hilfsbereit und freundlich ist. Um sich vielleicht gerade die ersten Schritte so zu trauen, ist das vielleicht ganz einfach, erstmal so klein zu starten und dann merkt man aber ganz schnell, dass das wirklich eigentlich eine sehr schöne Erfahrung sein kann. Hey, hat's dir gefallen? Dann lass doch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.